bin gerade in Niflheim, ich glaube... Ich muss jetzt noch mal kurz angucken, aber ich habe das Gefühl, dass das nichts so richtig was bringt hier. Hier. Begrenzt viel Zeit hier, aber irgendwie muss noch mal was. Ist hier auch irgendwann mal was? Ah ja. Warte, jetzt mal kurz die Kiste looten. Ach, kein ich, wenn Kinder da sind. Oh. Oh, ich sehe aber den Schlagtypen. Scheiße. Abhauen hier, das ist halt ein Problem. Ja, nur schnell die Kiste looten. Mist, Echos 200 waren das gerade mal. Das ist ja... Und die haben nicht mal was gedroppt, die Typen. Hm. Ist ja nicht so reich die Ausbeute. Hm, interessant. Wahrscheinlich kann ich damit noch ungefähr rein gar nichts machen. You shouldn't have much trouble finding mist echoes inside the workshop. Staying alive. I guess I can muster the energy. Boah, 1500 Mist Echoes. Aha. Oder dafür sind die nicht mal so gut. Okay, das hat irgendwie plus 44 Runic, was ziemlich krass ist. Aber dafür weniger Stärke, oder? Na gut. Ja, ich mach weiter mit der Story. Warum wollen wir eigentlich reden? What is this place? You are standing at the entrance to Ivaldi's workshop, a testament to the ingenuity of dwarven engineering. Why does it smell so bad? It's quite foul, isn't it? Well, that's a long story, but quite simply, Ivaldi messed with forces he shouldn't have, and you're breathing the consequences. Da ist noch eine Kiste. Oh, ja, schon. Zurück nach Midgard, oder wie auch immer das hieß. Da gab es noch mal was Neues. Asgard war ich noch nicht. Svartalfheim. Helheim, ja gut. Na, dann gehen wir zurück erstmal zur Mitte. I always heard that Balder's mother was Frigg. Aye, Frigg. Well, that's more of a pet name, you see. It means beloved, something Odin called Freya after they wed. Out of affection, of course, so I like to believe. As things turned sour, it became a way to manipulate the truth. How so?
Odin didn't want Freya, a Vanir goddess, getting credit for anything in Asgard. So anything worthy she accomplished was attributed to Frigg. Like being Baldur's mother. That's right. Freya was Baldur's mother all along. Can you make it? Is it a weapon? Armor? Or likewise an instrument of war, of which I'm a master at shaping? No? Then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant gewgaw, I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it. Pattern weld the item with scap slag. Keep the layers thin. Alternate the overlay. Okay, smart guy. And where do you propose to find a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. Shut your mouth. Is that... I had to get my hands dirty. Well, don't just stand there. Let's do this. What? You're fine with working on something that's not a weapon? Oh, hell, why not? What? I can grow too. Ja, Watch the you spine. fine with walking. Keep your wrist loose. No, you keep your wrist loose. Yeah, I need more heat here. Coming up. You gonna temper that steel longer? I don't need to. I triple quenched it with Drago. See? How inventive. And sanitary. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? No, it's not. Warum arbeiten die eigentlich die ganze Zeit für umsonst? Here it is. Nope. Don't forget this. Oh, er hat am Blasebalg gestanden und hat ansonsten verdient. Das ist Don't ja quit your grinning. ein Siegel It's drauf hat. downright unsettling. It's just nice to see you together. But now the rune on your brand looks different. Yeah, price of reforging something what broke. I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, Francis. You're gonna get me all weak. I like the new one better. Don't you? We have work to do. Nicht einmal Danke gesagt. No. My brother and me got a new project. Now that we're on speaking terms. Aha. What do you want? With the whetstone and hammer you've retrieved for us, Brock and I can construct the Dvegrathikar, dwarven armor of legend. We just need 3 more mythical ingredients before we set to hammer. Which are... Dunno. Armor's pure legend, and the details is fuzzier than a wolver's butthole. You expect us to find parts from a legend? Oh, Motsognir the Dwarf King found 2 of them. Everyone knows that. But when he went looking for the 3rd... Poof! He vanished. Maybe he'll find some clues at his stronghold in Konungsgard. Hört sich gut an. Looky here. A Konungsgard entry stone. It's got your name on it. How fucking strange. Go to the Kundungsgrad Stronghold. The Gerne. stronghold's northwest of here, behind the Svartalfheim Realm Tower. Large stone structure, creepy atmosphere. You'll know it when you see it. Na dann. The Huldra brothers, back in action again. Oh, I can't wait to get started. Never think I'd see such a day we was back to building as a duo. But it feels right, especially for this. Been so used to building on my own all these years, almost forgot how dang useful an extra pair of hands is. I forgot how much easier it is to smelt scap slag with someone else gauging the temperature.
Now we just need to figure out what door this key opens. It has to be somewhere around the temple. Mystic Gateway. Muspelheim. Ah, warte mal, da war noch jetzt zeige alle Dingsbums-Dinger. Da muss ich hin, also. Runes of the Ancient. Da will ich hin. Aber jetzt kann ich auch alle Feuer entzünden, eventuell. Was mir natürlich nichts bringt, außer dass ich dann gegen noch mehr Valkyrien kämpfen kann, die ich nicht besiegen kann. Aber mal schauen. Ich brauche ein Boot. Oh, you're right. Now that we got the key, we can open that big door anytime we want. Let's explore. So, da ist Feuer. Das Feuer ist überall an. Ja. I can't believe no one has found the Jotunheim Tower after so many years. Where would you hide something that big? Da war das Feuer noch nicht an. Da drüben auch noch nicht. Dann gucke ich erstmal, ob ich da noch was anzünden kann. Why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? Und da auch. There was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the Long War was young, and victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. You know what? I'll tell this one later. Another name. Hildur. Why the arcane runes? Perhaps we're meant to find something in Muspelheim and Niflheim. Oh, jetzt sind beide ja. Nispelheim. Was heißt Muspelheim? Was hat das damit zu tun? Okay, ich schätze, irgendwas ist in Muspelheim noch zu finden. Was will er mir damit sagen? I'm glad Brock and Sindri were able to work out their differences. Now they are twice as irritating. I think it's nice to see them trust each other again. Komme ich da noch mal hin? Achso, du musst da doch. That dragon, it's Baldur's, isn't it? Yes. And you brought it down to save me? It was very heroic. So what happened when Tyr brought Odin to you? Ich glaube, ich muss von der anderen Seite ran. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unraveled quickly. The giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. With magics, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard.
You know what? I'll tell this one later. Gut. Another name. Gunnar. Gule. Auch so ein komischer Typ. 10.000 Franken kriegt dafür. Oh, ich habe ja nur 65.000. So, da ist noch einer. Und wo ist denn wieder schon der 8.? Wahrscheinlich am Jotunheim Tower, der noch nicht gefunden wurde. Oder an dem die zerstörten da hinten, weiß nicht. Naja, mal sehen. Erstmal zum Zwergenkönig. So viel zu tun. So what happened after Odin was cast out of Jotunheim? Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared, no giants could be found in Midgard, and no man nor god has set foot in Jotunheim since. Ja, wir waren ja fast da, aber nein. Er muss ja das scheiß Tor zerstören. Ach scheiße, ich komme nicht hoch. Ist auf der anderen Seite gewesen? Ja. Ach ne, da war. Da bin jetzt nicht weiter. Aber. Ist ja echt trotzdem lang. Mal gucken. Ah, da kommt man wieder runter. Da ging es da oben lang? Weiß ich nicht mehr. Ach ne, sieht nicht so aus. Oh, war ich hier schon mal? Ja. Muss schon mal hier gewesen sein, aber... Ja. Another name. Ulrich. That's all the ones I see. How are we supposed to light the braziers on a tower that's not there? Tja. Woher weiß er überhaupt von dem letzten, wenn er ihn nicht sehen kann? Interessant. Sind die einfach die Achievements? War aber schon so ein fettes Viech drin, was mich voll gefickt hat letztes Mal. Versuche ich es nochmal, wenn ich schon mal hier bin. Och ja, warum nicht?
Rage. Oh shit. Diese Dinger. Mach doch mal die Scheiße hier. Warum macht der nicht? Ja, auch wirklich. Hilfe von Boy hier finde ich auch bewerten. Tatsächlich. Wow. Wenn ich richtig kämpfen, wenn ich richtig alle Skills benutzen würde, wäre es wahrscheinlich auch mal deutlich einfacher. Aber das ist einfach zu viel. Kann man die Scheiße merken. Zu viele Tastenkombinationen. Alle diese Bonus-Dinger brauchen Vitalität oder Runic extra. Vielleicht lohnt sich das doch mal irgendwie eine andere Rüstung zu bauen mit weniger Stärke, wenn ich dafür einfach nur mehr Runic kriege und dann diese krassen Effekte. Vitality könnte sich auch lohnen. Naja, muss ich vielleicht nochmal gucken. Okay, Vitality heißt offenbar auch, man genug davon hat jedenfalls, dass man nicht so leicht unterbrochen wird. Weil es hier Runic bringt verschiedene Effekte. Adds a hazard to the standard heavy finisher point of impact and plus burn damage. Clusterbomben. Ich glaube, ich muss wirklich irgendwann mal nach dem Quest mit dem scheiß Zwerg vielleicht mal gucken, ob ich mal schaffe, auf 200 Runic zu kommen. Aber sieht ziemlich schwierig aus. Wobei, diese Rüstung aus Niflheim hat ja einen Teil schon plus 44 gebracht. Also, ups, das ist ja was. Auch 3 Stück und kriegt einen Haufen Erfahrungspunkte, glaube ich. Naja, gut, oder auch nicht. 5000. Sicherlich. King's Hollow. Hört sich versprechend an.
Mimir, you never told us what Magni and Modi had to do with Hrungnir. Oh yes. Well, what happened after Hrungnir fell slain upon Thor was that nobody in the court could get the stone body off of him. Thor was no use at this point. His brain rattled, his breath shallow, but none of Odin's men were nearly strong enough to help. But I can just tell you this story later. Ah. Alter, ist doch ein bisschen übertrieben dunkel hier, warte mal. Brightness. Adjust until details are barely visible on both halves. Ja, momentan sind gar keine Details sichtbar. Jetzt ist das linke gerade so sichtbar und rechts ist es nie sichtbar, interessanterweise. So, jetzt kann ich... Jetzt ist es barely visible. Oh, echt ein OLED-TV. Aber okay, wie gerade sehe, bringt das hier... Scheiße, das ist einfach stockduster. Na? Mhm. Okay, da schon wieder ein Zwerg. Atreus, follow me. Sorry, I got distracted. Look here. It says, "Glory to Motsignir, the Dwarf King. May his reign be long, prosperous, and filled with peace." Greetings, and welcome to Konungsgard. I just want to make sure you're good and prepared before heading in any further. There's all manner of nastiness left over from the Mad Dwarf King's foul practices. What kind of practices? Oh, various sacrificing, dark enchantments, blood, magic, and so forth. Quite common among the older dwarves, unfortunately. Old habits are hard to break. I'm feeling creative today. Das ist alles ein bisschen übertrieben hell gerade.
44. Plus 9. Das wären dann 54. Plus 34, das sind 88. Bei 160 oder 156, 66 meine ich. Yes, my young man? What did we miss? Das ist aber noch nicht 200 Runic dann, deswegen alles diese Dinger hätte. 176. Und 184. Na gut, da können wir vielleicht den Rest noch mit Enchantments erreichen, ganz knapp. Aber gut, dafür muss ich nach Niflheim, um das alle zu schaffen. Upgraden kann man die Sachen ja auch noch. Oh, hier. Ja, könnte vielleicht den Rest sogar auffüllen dann. Das bringt mir jetzt ja nicht so viel, muss ich sagen jetzt. Und sich das Unyielding Cinders. Frag mich, ob das... Ja, oh. Hier würde sich ein Upgrade zum Beispiel mehr lohnen. Rein von den Stats her. Naja, gut. Well, don't buy anything on my account. Whoa. Look, it's another dragon. I see it, boy. Chain. Ja, actually I I hope we can don't. find the binding shrines. Ach, This da place rechts. is huge. I see it, boy. Ja, hier. Hierher gesagt. Der bleibt mal da was. Naja. Got that one, brother. Aye, give him what for. Hätte ich das Gift vorher pausieren sollen? Bitch, please. Etched Relics of Truth. Oh. War gerade der Schatten von dem... Nein. Interessant. Oh, wait! Right behind you!
Oh. Oh ja. Oh. Dann macht auch ordentlich Schaden jetzt, euer Atreus. Oh, und der ist schon wieder her. Nicht, dass die Gegner jetzt hier respawnen. If the Dwarf King captured more than one dragon, he must have needed them to create this legendary armor. Interesting thought, lad. And it makes sense. Nearly everything about dragons is useful and contains power. Teeth, scales, even excrement. Excrement? Shit. Dragon shit is powerful? Aye, lad. Totally powerful. Ned is having fun with you. Oh. Oh, schon tot nach einem Fall. Ja, schnell. Ich will noch ein paar Kombos ausprobieren jetzt hier. Ich muss doch mal die Scheiße lernen. Blades of Chaos. So. Ja, R2 halten, ist klar. R1 und sprinten, ja, ist logisch. During second to last light combo attack to a heavy combo finisher. Also second to last light combo? Also das ist mal hier. Wo will der hin? Der Angst oder was? Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. We are done here. We are done here, are we? Komm ich da oben hin? Huh? Oh, that's an impressive front door. These materials must be pretty special to make the legendary armor. This legendary armor better be worth the trouble. But if Brock and Sindri make it together, I'm sure it's worth the effort. Don't you trust them at least? I trust you, Atreus. I do not trust the legend. Oh. Ein großes Gebiet.
Ah, Rage. Könnte ich vielleicht gleich brauchen. Ah ja, Wolfer. So, was haben wir noch für Skills hier, die ich anwenden kann? While evading, hold L forward and press R1 to perform a leap spinning attack. Ja. Hold L back and press R1. Okay, sind vorne und zurück. Warte mal, also 1, 2, 1, 2. Das war doch mal. Oh, nicht schlecht. Gut. Also dieses Evading-Zeug ist schon nicht schlecht gewesen. Da oben muss ein Kristall rein oder sein. Soll ich mir kommen? Ich glaube, ich stelle das Spiel wieder lieber auf Performance um. Ups. Und mach's wieder ein bisschen dunkler. Ups, nein. Aber nur ein bisschen. Oh. Gut, er braucht meine Axt. Ich muss ihn gar nicht aufwecken. Sieht so aus, das müsste ich nicht. Symbol of Truth. Ach, was soll's, wenn ich schon hier bin. Los, komm her. Nein, falscher Knopf. Scheiße. Ich hab echt meinen Rage verbraucht, was wir sehen dafür. Aber wohl abgebrochen. Oh, was soll das? Ah, krass. Rage-Attacke. Stimmt, ja gelernt. Hab ich noch nie benutzt allerdings. Ach. Gut, das hat getötet. Krass, die war wirklich ganz schön stark. Steigen werfen während des Rages.
Das heißt, mein Rage komplett verschwendet, aber dafür war das Ding einfacher. Gut, das brauche ich hier auch mal für irgendwas. Ah. Nee, oder? Ja, nie im Leben schaue ich da darüber so laufen, wenn der. Hoffentlich geht von der anderen Seite. Oder warte. Kann ich auch nicht irgendwelche. Achso, vielleicht wenn ich diesen Kristall da habe. Ist da eine Brücke und den dann rüber schleppen kann. Das Ding nehme ich mal an. Ich versuche mal jetzt, ob ich das nicht wirklich. Ob ich das nicht wirklich von da drüben schießen kann. Also ich brauche erstmal den Kristall. Er ist schon zum Drachen geflossen. Ja gut, zum Drachen. Diese Tor nicht auf. Tor nicht scheiße. Weil wir den Kristall da hinbekommen. Also der Tor da oben muss jetzt aufgehen. Eins nach dem anderen. Bitte? Achso. Aha, aha. Und Wasser irgendwie ablassen oder so? No. Okay, Mongo da oben. Kannst du mal schießen? Guck mal, Junge. Der Junge. Viele Mongos da oben. A tough fight. Kommt da jetzt nicht hoch?
Sieht verdächtig aus. Jetzt, da geht's zum Drachen. Hier angucken. Oh. Okay. Ach so. Or she is? Are these boy or girl dragons? I do not know. There are a few ways to find out, but they're rather messy. I guess it doesn't matter. Das ist jetzt ein Bestviecher. Nee. Bleibst du hier? Aua. Oh, jetzt ein Ding aber tot. You'd think this dragon would be a bit more supportive, seeing how we're trying to free it. In der Tat. Hier kommt man wieder raus, nehme ich an. Wartet schon mal auf. Oder war das der Bereich? Ja, das war der Bereich, genau. Oh. Gut. Machen wir ihn gut, ey. Vielleicht. Doch, ja. Ja. Hier war ich auch schon, denke ich. Nein, war ich nicht. Und ging es jetzt noch weiter? Ich glaube nicht, aber... Be ready.
Langsam können wir ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Oh, hätte ich schneller machen können. Na gut. Atreus, to me. Zu Mühe. Jetzt aber. Take that! Oh. Alter, der krasse Moves macht der Junge. Was ist hier? So, über noch mal. So, wer will noch was? Wink. Mhm. Boy, Yes, Boy. sir. Hold on. Let me read this. Much like Otter of Whitehurgard, Regin has been conscripted as head secretary of Konun's Guard. Oh Gott. Dark Elf. Ich gebe auf die Eier. Naja, gut, komm. Okay, here we go. Ach ja, der Typ Atreus mal den sie anschießen hier, nicht die Viecher. Oh, danke, dass du eingelaufen bist. Weg hier! Weg hier! Ah, Scheiße. I'm coming to you. Stirb endlich! Endlich. Oh, oh nein, will ich sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben!
place is even bigger than Bigger. Oh, Yes. was weg hier. The Dwarf King's reach appears vast. I wonder what happened to him. It is a great mystery, even amongst the sons of Ivaldi. Mozartnir's behaviour before his disappearance grew increasingly erratic. Why? The De Vegrathika, the very armour you find yourself searching for. Though he found two, I'd wager his failure to find the third ingredient drove him to madness. Der Kackdrachen auf die Eier. Last one. Let's go free him. Ja, lassen Sie den Kackdrachen befreien, wenn es nicht auf den Erken geht. Yes, sir. Oh, das ist ein Rabe. Oh Mann. Look out there. Epic Enchantment. Ah. Dragon Tear. Oh, hat eine geweint. Gut, wo war jetzt diese der blaue Ding? Da geht, Looks like it needs 3 entry stones. ich habe einen erst, oder was? Ja. Wie komme ich da hoch? Vielleicht hier lang. Da ist der Kristall runtergefallen. Wo ist er jetzt? Da unten. Gut, da runter. Not a very welcoming place, is it?
komme ich dahin? Diese Tor muss irgendwie aufgehen, aber wie? Ach, ich krieg einfach mal da oben weiter, wo ich die Winds of Heal brauchte, aber der braucht die gar nicht unbedingt. Ich einfach so weitergehen. Mal gucken. Also man kann auf jeden Fall auch so weitergehen. Okay, hier muss ich also noch wieder noch hin. Und das ist der scheiß Kristall. Wo? Achso. Aua. Nerven. That's showing them. Aha, jetzt bin ich also hier gelandet. Ah.
Why did the Dwarf King want this armor so badly? What's so special about it? There are many legends behind the Dve Grathikar. A suspicious amount of legends, which makes confirming anything about this particular armor difficult. But the one constant among them is the ability of the armor to offer ultimate protection. A useful attribute for an unpopular king, you see. Yet this plagued land is all that remains of him. This is why you do not trust legends, boy. Well, what can you trust? Yourself, your eyes, your instincts. Blind trust in a legend is a gamble, and rarely does it pay off. If you say so. Still won't open? No. Looks like we need 3. Alter. Mein Waffwechsel. Da muss ich meine 5 Blades setzen. The enemies are strong here. Keep your guard up. Wehe, der öffnet jetzt die Tür, wenn ich versuche, das zu looten. Jetzt. We're in! Okay, here we go! Huh. It's kind of run down in here. What did you expect? I don't know. Less ruined, I guess? Maybe the throne room's in better shape. Look here. Another. Starkiller. Wow. That's a lot of arms. That's fair to say. 6, 7, 8? Could he shoot 4 bows at once? More of a swordsman. He did only have the 2 eyes. Looks like Thor cut him down to size. It's what he does. Do you hear that? No. What do you hear, boy? Crying. And screams. Large crowd of people. Just old spirits, I suppose. Leftover victims of the Mad Dwarf's reign. Still, that's rather ominous.
louder. They sound almost like Helllock. Bitch. Behind you! Behind you, brother! That was a lot of Helllock. Hey, look at this. A blood trail. Mhm. Könnte vielleicht ein Geheimgang sein hinter diesem Thron. There's a passage behind this throne. A secret passage. Well, wouldn't be a proper throne room without a secret passage. Kann ja nicht noch nicht alt sein, wenn es noch rot ist eigentlich, aber Motsognir. was bringt uns jetzt eine Rüstung, die für ins Werk gemacht wurde eigentlich? Das war's jetzt. Here. Boy. Rüstung will ich mitnehmen. Ich meine, das ist die legendäre Rüstung, die er trägt. Interesting. I may want to write that down. Oh, okay. Tragic that my failure becomes apparent as the life flows out of me. Dumm gelaufen für ihn. The things you pulled from him. Those must be the 3 mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with... whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bird spit. That doesn't even make sense. That's the legend. If you wanted sense, you shouldn't be talking to a severed head. Prometheus Flame. Das hört sich nach Spaß an.
Burn. Einen höheren Cooldown, aber allerdings für weniger Schaden. Und ohne Stun. Oh, ich mach's trotzdem mal, was irgendwie cool aussieht, bestimmt. Zum Upgraden direkt. Oh, 8 Targets. Na gut, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, geiler. Ja. Ich bin mal gespannt, was die Typen jetzt mir für eine Rüstung bauen. So, brauche ich jetzt C, R oder N? C, R, C, R. Aha. Achso, wahrscheinlich muss ich trotzdem noch gegen hauen. Ja. Hier ist jetzt weiter und der dritte. Oh nee, oder? Sag jetzt nicht, dass ich mit 2 davon. Nee, geht aber nicht. Hoffentlich doch. Naja, wollen wir mal. Ja gut, ist ja offensichtlich dann. Also so. Erst muss ich das Feuer da rein, nee. Erst muss ich da raufschlagen, dann das Feuer. Ach scheiße, warum ist da? Ach so, ja. Dann muss das wieder hier rein jetzt. Ach nee, kann sie einfach drin lassen da. Wenn sich die ganze Zeit dreht, dann. Ja, okay, das war nicht so kompliziert. Einfach. Erst C, dann E und dann N. Oh. Max. I wonder what this place looked like in better times. Koningsgard was a beautiful land in its heyday, before the Dwarf King's obsession poisoned his mind. How could he let that happen? The dwarf blindly trusted in the legend and pursued it without thought to the consequences. This is the result. Trust is a gamble, like you said. And the Dwarf King lost. Ob ich überhaupt hier gelebt haben, wenn man jetzt nirgendwo Platz, irgendwo ein Ort, wo man ein Feld, wo man ein Feld
bestellen könnte, den ganzen scheiß Stein. Gut, versuchen wir mal. Ich habe ja noch ein bisschen Rage. Ja. Oh, noch. Ganz geil die Attacke, die neue. Pure Essence of Realms. Oh, gleich zwei davon. Dust of Realms. Was für ein Geräusch hier eigentlich? So. Rotierende Dinger drin wahrscheinlich. Ja. Gut. Der 3 Uhr ist mal noch ins Zock. Ah, nein, runter. Ach, ja. Ist es schneller sich zu teleportieren, oder? Ja. Zurück zum Workshop. Mimir, why do you have Bifrost crystals in your eyes? A loving gift from the Giants. Since I used to do so much traveling between realms, they thought it would be more convenient for me than having a crystal I could lose. Did it hurt? No, because I wisely fortified myself with 16 cups of Billow Maiden's ale. Got so inebriated, I tried convincing the Giants to put them in my nipples instead. Almost talked them into it too. Can you imagine? Mimir of the Bifrost Teats. Ah, those were the days. Okay, I'll stop now. You boys look right beaming. We found the materials. But they're so weird. How do you build a piece of armor out of something so... None ya. Nanya? None your fucking business. Trade secret. We got our ways. Oh. Fire of Ares. Ich habe gerade erst die andere neue Scheiße gefunden und jetzt sind die mir noch was anderes, was aber auch eine schwere ist. Macht mehr Schaden auf jeden Fall. Aber also Line Damage. Damit kann ich mehrfach zuschlagen. Aber bei Line Damage muss man immer zielen, das ist immer nervig. Das war's jetzt? Und mich verarschen? Ich dachte irgendwas von wegen ihrer Rüstung oder so? Nah, just glad you guys worked it out. Das ist ja mal voll die Verarschung. I could say the same to you. Ha!
I guess I was getting a bit full of myself. Told him what he needed to hear, how's it sounds to me. Just the same. I'm sorry for how I spoke to you, Sindri. Do you forgive me? Already have. Like you said, it all worked out. Now, let us get back to work before I get sentimental. Let's get to it. Ach so, jetzt hier. Das ist vielleicht die Rüstung, die sie geredet haben. Ja, Breastplate of Dvegrad, was auch immer, crafted by Brock. Increased rate which ranges gain by 10%. No. Minus 35 Strength allerdings. Dafür niedriger Cooldown und mehr Runic. Also, was ist denn der so gut hier? Ich meine, die hat nicht mehr Stärke, ein bisschen mehr Defense, das war alles andere schlechter. Aber gut, mehr Fury. Okay, was hier mit Screams of the Innocent. Aber gut, wenn ich das ganze Set kombiniere, dann kann ich auf Deutsch 30% schneller Rage kriegen. Der eine Sache. Aber das ist alles schlechter, ansonsten. Na, wobei, es hat jetzt wegen den fehlenden Sockets. Vielleicht. Machen wir jetzt minus 25 Runic. 6, 5, 7, das sind 16. Durch die Dinger. Ja, plus 7 von der Rüstung selbst. Ja, wie sinnvoll, wenn er die Scheiße mal vergleichen würde auf Basis ohne die Enchantments halt. Ich glaube, ich mache einfach mal eine neue Rüstung haben, werde ich mal die ausprobieren. Aber welche jetzt? Die mit Luck und Strength oder Runic und Cooldown? Luck erhöht die Perk Activation Chance. Oh, was der dritte ist. Ach, ich will mal einen anderen Spielstil ausprobieren, also mache ich einfach mal jetzt alles, was Runic erhöht. Glaube ich. Stärke habe ich ja schon eine bessere eigentlich, ja, würde also eigentlich nicht Sinn machen. Und ein bisschen mehr Rage bringt es auch nicht so krass. Also das hier alles, so. Das sieht auch geil aus. 3 Dockets auch noch. Don't be too careful now. Auf jeden Fall deutlich weniger Stärke. 100 nur noch statt 180 oder so. Da dürfte sich ganz schön bemerkbar machen. Mal sehen.
That'll keep you out of trouble. Boah, dafür sieht es geil aus, wa? Das ist der Wichtigste. Nur was machen. Grip of the Maze, achso. Irgendwas, was mir Runic bringt vielleicht. Das sind alles scheiße. Plus 10 Runic. Jeder Kill könnte Blessing of Runic bringen, was immer das nicht noch macht. Naja. Refresh all Runic Attack Cooldowns, das kann natürlich auch hilfreich sein. Also has a passive effect, increases Runic and, ja. Ja, das macht Sinn. Auch wenn es nicht ganz so stark ist wie das andere, aber. Gott, bin ich schwach jetzt. Na gut, so jetzt noch ein paar Upgrades reinhauen vielleicht. Zwei Asgardian Steel. Dafür habe ich nicht mal genug, aber heute Christian Scales of the Realm, wo man das auch kriegen mag. Aha. Und hier brauche ich auch Asgardian Steel. Das bringt plus 4 Runic, plus 2 Cooldown und plus 4 und plus 2 auch. Now go scuff that up. Das nächste Upgrade bringt ein bisschen, naja. Du brauchst Smothering Ember und Mist Echoes nach der Scheiße. Plus 18 Runic, ja. One of these days you're gonna tell me who made those. 160 Runic. Und nur 4 Vitality, oh man, das alte geil war, ey. Naja, mal sehen. Wenn man sich eine Konfiguration speichern könnte. Alright. Oh, Aegis Protection. Kann ich jetzt upgraden? Auch mal upgraden hier. Aber kostet ja nichts. Außer Hacksilver. Gut, und jetzt? Wo kann ich Sachen kaufen? Hier macht keinen Sinn. Obwohl Enchantments vielleicht. Ach ja, die kann man sich alle nicht leisten, weil ich die Klasse nicht habe. Achso, ich brauche vielleicht noch mehr Enchantments bald. Weil gibt so viele Sachen. Oh, das ist kein Geld mehr. So viele Slots habe ich jetzt. Mal schauen. Oh, Lost Items. So, das war Loot, den ich eingesammelt habe.
Okay. Now, about that other thing. Jetzt noch die Dinger einstellen, die... Ja, Enchantment ist halt 9 Slots, ist ja nicht schlecht. Was ist da los? Achso. Schreibt mich hier irgendwer an? Achso. Habe ich eine halbe Stunde? Ja, habe ich. Warum steht da 10 Honig und da rechts oben steht nur +7? Komisch. Ach so. Ah, Idiot. Ich weiß nicht genau, was Permafrost ist. Wahrscheinlich bei Gegnern. Und er wäre fast doch bald an den 200 dran, wenn ich jetzt noch ein paar Upgrades mache. Runic 8 nochmal. Oh geil, wenn ich jetzt noch auf 200 käme, dann hätte ich ja ein paar weitere Vorteile noch. Mehr Runic 4 und zwei. Ich habe noch 3 Slots, das ist schon nicht schlecht. So, hier noch. Kann ich auf jeden Fall schon mal reinmachen. Das soll mir jetzt +8 geben? Wo ist es denn gerade ausgerüstet? Ach so, warte. Die sind in anderen Rüstungsteilen ausgerüstet, die ich gerade nicht anhabe. Ach so, da kann ich doch noch ein paar andere Sachen ausrüsten. Ups, na dann. Oder wie? Warte mal, wo habe ich denn noch? Ja, doch nur so jetzt in den Sachen. Na dann kann ich ja das hier zum Beispiel noch auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Runic.
Das ist nicht so ganz optimales System hier, finde ich. Ach, ist doch dämlich. Aber egal. Da geht's hier drin. Hyperactivation Applicable. Ja, ist nicht so krass. Obwohl es eine High. Oh ja, passt schon. So, was ist hier noch? Gut, jetzt habe ich also 215 Runic. Und Cooldown ist auch recht hoch. 89. Gucken wir jetzt, ob wir so irgendwelche Skills, krasse Vorteile haben hier. Cooldown, aber 100 Cooldown können wir auch noch schaffen vielleicht. Shortens Charge Time, ja gut. Vitality bin ich weit davon entfernt gerade. Aber hier brauche ich 250 Runic, na toll. Ach hier, die sind weiß markiert jetzt. Achso. Inflicts additional frost damage during this attack. R1, 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 R2, ja, Standardding. Adds an explosion of frost to the impact. Cool, cool, cool. Auch nicht schlecht. Okay. Hier nichts? Nichts? War hier nicht auch was? Ach nee, doch, hier was. Eins nur. Naja, immerhin. As a series of cluster bomb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, muss man rausfinden, wie genau dieses Ding auslöse. Oh gut. Jetzt habe ich komplett vernichtet im nächsten Kampf. Oh, die respawnen, die sind ja auch recht schnell. Kurze Cooldowns jetzt und das. Und dann nur noch die Waffe wechseln. Ui, nicht schlecht. Dann geht er wieder zurück, macht die nächste Bossseite. Wobei der Cooldown von dem Ding unten ist nicht so kurz. Ob das sich lohnt, diese ganze Geschichte, weiß ich gar nicht. Wir speichern jetzt erstmal. Dann